Es steht ziemlich schlecht um die Erde. Eine Forschungsgruppe hat jetzt simuliert, was mit unserer Zivilisation und der Erde passieren wird. Und sie haben sich auch den wahrscheinlichen Entwicklungsverlauf von außerirdischen Zivilisationen vorgenommen. Und das Ergebnis ist, ja, man muss sagen, katastrophal. Demnach läuft alles auf eine große Katastrophe nahezu unausweichlich zu. Und das könnte auch erklären, warum wir bisher keine außerirdischen Zivilisationen gefunden haben. Warum, weshalb, wieso? Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wir leben in einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän. Anthro kommt dabei vom Mensch aus dem Griechischen und Geologen sind sich inzwischen sicher, dass die Entwicklungen in geologischen Dimensionen spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts menschengemacht sind. Wir verändern die Erde seitdem massiv und steuern sie auf eine dramatische Entwicklung hin. Ein Forschungsteam wollte nun wissen, wohin sich das Ganze entwickelt, und wenn man sich den Untergang von der einen oder anderen Zivilisation oder Kultur hier auf der Erde ansieht, dann spricht schon einiges dafür. Fast keine Kultur hat irgendwie nachhaltig gewirtschaftet. Die Menschen verhalten sich da absolut wie im Kindergarten. Beispiel Kapstadt in Südafrika. Da gibt es bald kaum noch Wasser. In Chile ist eine ganze Bucht auch ausgetrocknet, weil die Menschen ihr das Wasser abgegraben haben. Im Iran gibt es in einigen Jahren auch kein Wasser mehr. Weite Teile des Landes werden unbewohnbar und die Menschen, ja, die machen einfach nichts, um es aufzuhalten. Beim Klimawandel im großen Stil. Aber ist das zwingend oder sind wir nur zu blöd? Das Forschungsteam um Adam Frank von der University of Rochester wollte wissen, was anderswo passiert sein könnte und uns hier auf der Erde noch bevorsteht. Dafür schaute sich die Forschungsgruppe die Klimaentwicklung von verschiedenen Planeten an und kombinierten sie mit den Erkenntnissen der Populationsbiologie. Und der Ablauf scheint immer derselbe zu sein. Die Energieressourcen des Heimatplaneten werden demnach immer bis zu den Grenzen ausgeschöpft und führen zu einer ungebremsten Vermehrung der Spezies. Und der steigende Energiebedarf hat Folgen für den Planeten. Und da passiert und zwar Folgendes, und zwar nahezu zwangsläufig: Der Heimatplanet wird aus seinem Gleichgewicht gebracht und kollabiert. 70% der Bevölkerung sterben als Folge dieser Entwicklung. In einer zweiten Möglichkeit wird die dramatische Entwicklung abgebremst. Es kommt nicht zu einem Massensterben. Und im dritten Szenario stirbt die ganze Spezies aus, und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Zivilisation auf regenerative Energien umsteigt oder nicht. Die Bevölkerungsentwicklung an sich, die zerstört den Planeten am Ende und sich selbst damit. Zudem kommt der Umstieg zu spät. Der Planet hat vorher schon den Point of No Return erreicht, den Punkt ohne Wiederkehr. Dem Forschungsteam ist die Begrenztheit der Studie bewusst, aber sie zeigt deutlich auf, vor welcher riesigen Herausforderung jede Zivilisation steht und wie groß das Risiko der Selbstvernichtung ist, ja, inklusive des Heimatplaneten. Der Klimawandel quasi ein Attest, um zu prüfen, ob die Zivilisation sich wirklich weiterentwickeln kann. Besteht sie den Test nicht, stirbt sie aus. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes. Fast Forward Science, der Wissenschaftsvideowettbewerb, ist wieder angelaufen und ihr habt noch bis zum 30. Juni Zeit, eure Beiträge einzureichen. Insgesamt gibt es, Achtung, 21.000 Euro zu gewinnen. Hammer. Ja, der Link zum Wettbewerb, der ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und unbedingt mitmachen. Auf unserem Discord-Server erkläre ich übrigens gerne jedem, was er beachten muss, um bessere Chancen zu haben. Dahin kommt ihr über den Messenger. Dafür hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt, aber nicht die Glocke vergessen, wenn ihr hier draufklickt. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Aliens, können wir sie leichter finden. Bis dann. Bleibt dran.